Good morning and welcome to jeder einer, der von der und war Hafe angeswitcht zu horchen. Mag Gott sein, yes, von der und mit die sein und die sehnen und starken an dem, was Gott sein wird uns zu sein hat. Ich freue mich immer weiter, wenn wir können Gemeinschaft haben und Gott sein wird und dass wir uns durch uns können abbühen und stärken. En mocht dort ook waar de kees zijn van deel. Ik heb een paar bekendmerkingen wat we door deze week hebben. Met week hebben we Bibelstunden, 7:30, 7:30 zoiets. En wanneer irgendwer wil gleichen de bulletin te krijgen, die kan Konrad Reimer contacten. Phonenummer is 204 494 1500 204 494 1500. En wofür wir beten wollen, sind viele Menschen, die hungern down auf der Welt, und vielleicht besonders in afrikanischen Ländern, und besonders nu, wenn in dieser Zeit, wo die Welt so abgerecht ist, kann das sein, dass das noch euer wat worden en wel we zo'n lieder staat wat niet eer boekvallen kan met eten wel we en aangedenkt zijn dat zij doorheen mochten kennen en God zien wel en leven. En waar we beden dat door de tijd waar dit zo opgerecht is, dat we een heims worden kennen, en huizen, en manche families worden kennen, een starkes geestliches Leben aanleiden, besonders wie als Voeders, dat we de God zijn woord worden wiedergeven te de familie en dat doen aan even en praktizen. En waar we beden voor Floyd Reimer, hij is teruggekomen van Mission Field, hij weer voor een paar jaar op Mission Field, een half jaar vielleicht, en hij is teruggekomen waar we van beden dat hij kan zich thuis waren geloten aanzettelen en dat leven waren normaal wat zijn thuis. En we ook beden voor de missionaries wat we als kerk hebben en ook die wat alle over de ganze wereld zijn en mensen verzekerd te houden, waar immer die dan zijn, waar we aangedenkt zijn. Mag God met ons zijn deze vermiddagstunde. Wenn wir denken an sein Wort nachlesen und wenn wir lesen dann, wir finden immer wahre wertvolle Schriftstellen, die uns anspornen dann. Und so ging mir das auch wahr, als ich mir nachlesen da von der was mitzuteilen, komme ich an Galater, das 6. Kapitel, und da habe ich Versen, die uns sehr direkt anreden dann, und besonders der 7. Vers und 8. Dort, wo wir uns von der wollen, ein gewisses Text vernehmen, und was verschiedene andere Schriftstellen miteinander. Aber Galater, das 6. Kapitel, da wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Aber ehe wir dann hingehen, wollen wir uns noch aufnehmen zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dir und wir danken dir für deine Liebe, was du hast zu uns. Wir danken dir für dein Wort, das du zu uns reden lässt. Und wir danken dir, dass du uns annehmen lässt, so als wir sind. Und wir können dich kommen mit all unseren Anliegen, Vater, da sind wir so dankbar für. Und wir beten, dass wir wollen kennen in uns Leben, das lebendig haben, dass du uns Gott bist und dass wir für die du sein horchen, was du uns zu lehren hast durch dein Wort und du nur leben. Und Vater, musst du das vermittagsten sehnen, dein Wort zu uns sehnen und dass dein Name was kann verherrlicht werden durch dort. In Jesus' Namen. Amen. Die Zeit, wo wir nu sind, dort, wo wir bald sein, dort waren viele Maschinen, die abgestapelt fahren. Wir wollen sehen, dass die Farmer, die beschäftigen sich mit der Soil, die Erde merken und sehen, die haben alle was fair, wo die wollen, waren eine kriegen. Jeder Farmer, der kijkt, was kann ich sehen, dass ich eine Arn kriegen und dass ich was kann
mijn farm wieder drehen, dat ik kan mensen providen met meel, wat immer ze zijn doen. We waren dat zijn. De machine waren bald waren aanvang te voeren. Samen zijn we al de voeren machinerie naar doen slagen, om dat rijdt merken. Du wat geschafft, du wat gezien dat rijdt wordt worden te zijn. De farmer die han zich neergelaten en han gedacht, wat wil ik zijn? Wat wil ik planten? En dan denk je, wanneer ik wat planten wil, dan wil ik ook zorgen dat ik nog her dat vernutzen, brukken kan. En dat wat ik gezegd heb, wat brengt, dat ik dat er gaat wat van te brukken, te eten. Entweder vijfvouderen zum Fleisch eten, oder was immer das ist. Aber du wird gesagt, und du wird nu kijken, wat wil ik van een arend haben. So sagt Gott in sein Wort auch von unseren Worten. Galater 6, Vers 7 sagt, erkennt nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn wir denken an das, was wir im Garten planten, die Tomatoes steht da, oder die Schobel steht da, die Jalmeeren, wir sagten dort ab, dass wir nachher wollen, dort kriegt durch Utreten und davon eten können. Das ist uns Verlangen. Und hier sagt Gott sein Wort, dass wir sollen uns nicht verbessern und denken, dass was anders sein mit das, was wir sehen tun. Und dann redet von unseren Worten, oder was uns Fleisch tut. Der 8. Vers sagt, wer das sät, sein Fleisch zum Gefallen, wird von das Fleisch verdorben ernten. Wer aber sät den Jäst zum Gefallen, wird von Jäst das ewige Leben ernten. Und wenn wir nu denken, dass wir wollen ernten, wir wollen gehen, was aufplacken von dort, was wir gesät haben, und wir denken an, wir gehen in den Garten an, und das ist eine Jalmeer, und das steht vom Büten so schmack, und das sieht so jankrig durch eine Stüre zu rieten, und das, was du eine ihr als zu nehmen und zu eten. Wenn wir die utreten, und du wird auf einmal bloß eine hohe Baumwartel ansehen, dann wird wir sagen, oh, das something ist nicht reich. Wenn es das sitzt nun eine Jalmeeren steht und du unja erst 6 wird. Das sagen wir, das passiert nicht. Wenn das steht erst, dann bringt das auch die Frucht. Das ist so schaffen das. Gott sagt uns hier in seinem Wort, dass dort, was wir sehen wollen, dort, wo wir ernten. Und das sagt, wenn wir nur wollen sehen, was ans Fleisch jagert, oder ans Fleisch zum Gefallen leben, nur ans Fleisch Dinge ankickt und nur die Dinge handeln, dann sagt es, wir wollen verdorben ernten. Und keiner von uns will verdorben ernten. Wir alle rechnen mit, dass wir wollen können ewiges Leben ernten. Das ist ein Ziel, das ist, was uns jankern tut. Da braucht ich kein Einzelkommen fragen, was du mal verdorben ernten. Und so kann es sein, wenn wir gehen Stüre dritten im Garten wollen, du von eten und du unja erst bloß eine verfüllte Jalmeer oder whatever wir das nennen wollen, dann ist das something reich. Something hat nicht reich geschafft. Gott sagt uns hier in seinem Wort, dass wenn wir nur das Fleisch nur wollen sehen, das kann so gut sein, als wir das auch versehen. Aber wenn wir von das Fleisch wollen das sehen, dann sagt es, dann wollen wir verdorben ernten. Das wird uns verdorben. Wer aber sät den Jäs Gottes zu gefallen, wer nur Gott sein Jäs sehen wird, und der dort sein Fleisch du noch anstellen, was Gott sein Jäs lehren hat, oder was Gott sein Jäs in uns zu sein hat, dass das Fleisch gehorsam ist, zu dort, was Gott sein Jäs sein hat, dann sagt es, dann wollen wir ewiges Leben ernten. Und wir können hier in dieser Vers zwei Wörter betrachten, das sagt, der Wort verdorben ernten, und das sagt auch, der Wort ewiges Leben ernten. So das beides tun, das nicht in Zweifel, oder das nicht hoch ausgerät, dass wir nicht weiten. Das sagt, wenn wir das Fleisch zum Gefallen,
Leben, dann wo wir verdorben ernten, wenn wir aber nur den Geist Gottes nur leben, dann wo wir ewiges Leben ernten. Und dann, wenn ich die Frauen wird, was du ernten, dann brauche ich gleich nur eine Antwort lernen, wenn ich weiß, du wirst das ewige Leben ernten. Dat is wat die janken. Du wirst dort ernten. So dann ist das klar, dass wir müssen hören, was Gott sein Geist zu sein hat und du noch leben, dass wir dort ewige Leben wollen ernten. Nein, der Fall sagt, weil wir nicht mit wollen, Gott zu tun, wenn wir nicht möglich wollen, wo wir ernten, wenn dort erst Zeit dazu ist. Mir fällt eine Geschichte, die ich gestern lesen habe. Ein älterer Mann, der hat in seinen jüngeren Jahren sehr dafür sein, dass die Menschen arm, die würden das gut haben. Er gab viel für die Armen. Wir immer darauf aus, dass er auch würde sein, dass die Menschen, die arm wohnen, dass die das würden gut haben. Und über dem ist er alt geworden. Die Menschen haben jüngere Jahre haben gesagt, hey, du nicht ganz so viel weggeben, dass du doch ein bisschen besser wiederkommst. Dann sagt er bloß, was einer Gott liehen, der dort verkämpft nicht. Und über dem ist er aber 71 Jahre. Und die Zeit ist schwanger, da kann ich mal so schaffen aus gewarnt. Und das alle top, das wird schwanger. Und dann muss er eine Stadt gehen, Geld liehen, wenn es das alle top nicht ütreten wird. Und als er dat Geld geleid hat, nur ein paar Jahre, dann starb der Mann, wo dat Geld geleid hat, und dann kommt sein Sohn an das Geschäft an, und der ist hart und kalt und sagt, wenn du nicht wirst betonen, dann wollen wir dir das Haus wegnehmen, und du hast bloß noch eine karte Zeit. Das ist ein altes Lied, der jeder schlägt, was können sie tun, was sollen sie tun. Bei ihm fällt auf einmal bei, dort in derselben Stadt, wo das Mann wohnt, wo er das Geld schuldig ist. Du hast einen Mann, als der jung war, der wird im Moment gekommen, wenig untertragen, kalt, verfroren, sehr verhungert. Und er hat den Jungen dann gehalten für ein paar Jahre der Beend gehabt und gehalten, dass er wiederkommen, hat ihm noch Geld gegeben, als er verloren hat. Er wurde nur den jungen Mann fahren. Der hat über dem ein feines geschaffen gehen und hat gut getan. Er wurde mal nur den fahren und mitteilen, warum das ging. Und als er dann durch Handreisen hat, hing er weiß auf der Anlage und ein junger Mann, der spielt noch ein großes Spuss an Arm, sodass er über Nacht mit einem anderen Suchtplatz blieben und all das begegnet er durch. Aber was heißt, wo das Mann ist, der nimmt ihm ab und der sagt, von nun an braucht er sich nicht mehr sorgen, irgendwo Geld ist du so viel, dass sie zu leben haben. Und die Schuld wird von der noch betont worden. Dort wird das alte Mann und das junge Mann getan hat, als er jung war, dort krieg er 100-fach betont. Und so Gott sagt uns hier in seinem Wort, dass wir sollen niemals abhören mit Gott tun. Und dort ist besonders an Menschen gesagt. Und die dort in Not sind. Wenn wir da wollen, regen, dort ist so aus Gott Geld liehen. Der Tierfahrer sagt, du werden soll wir so verken, als wir Gelegenheit haben, an alle Menschen Gott tun, und besonders an die mit uns taub im Glauben stehen. Denk wieder an, dass wir mitteilen tun. Frei wir uns Dinge mitteilen. Frei wir uns an andere, wenn die in Not sind, die Rüte haben. Und hier sagt uns dort, du wirst sowieso verken, als wir die Gelegenheit kriegen, Gott zu tun, dann soll wir das tun. Eine andere Geschichte, die mir befallen hat, eine Tante, die geht mit ihrer Tochter in der Stadt, eine 3-4-jährige Tochter, gehen sie in der Stadt und wollen ankeipen, und auf einer Ecke steht ein armer Mann und hält seine Hand ab, als sie nicht im Bett anleihen wollen. Diese kleine Tochter, die wird so abgeregt von dort und so arm ist der Mann aussieht. Und der sagt, Mama, du musst mir unbedingt was geben. Und die Mama fuhrt die Tochter bis an, das ist nun nicht unsere Gelegenheit. Und sie gehen wieder.
Und so, wofür würden wir den Weg durch vorbeigehen und sagen, das ist nicht unsere Gelegenheit. Oder seht wir diese Gelegenheiten, dass wir wollen können, andere mithaben. Wenn wir denken an uns Fleisch zu gefallen leben, dann würden wir die Dinge leicht vorbeigehen. Aber wenn wir denken, was der Jesus Gottes an uns wirken wird, dann würden wir die Dinge sein. Yes, wir wissen, dass wir nicht alle Städten kennen, dass wir nicht alles kennen, aber dort, was wir kennen, was unsere Gelegenheit ist, dort sollen wir tun. Dort sollen wir immer weiter versuchen zu tun, wo wir können, andere mitzuhalten. Und noch ein Ding, wo ich an denken, was wollen wir ernten? Das Fleisch, Jesus sagt in Markus 7, Vers 20, wenn wir uns mal den Vers drehen, Markus 7, Vers 20, das, wo Jesus sagt, was an uns wohnt, und erst dort, wovon wir ernten wollen, das sagt in Markus 7, Vers 20, er seht noch wieder, was uit einem Mensch rüttkommt, merkt am Anrennen. In anderen Wort sagt er, dort ist, was wir ernten wollen, wenn wir dort tachloten. Sagt er, weil es von binnen uit ein Mensch sein Hort kommen schlechte Gedanken. Da kommt Hörerei, Stehlsucht, Mord, Ehebruch, Jets, Schleichsennen, Schifterei, Last, Aufgans, Lastern, Stalt und alle Sorten Dummheit. All das Schlechte kommt von binnen und verunreinigt einen Mensch. In anderen Worten sagt Jesus hier, all dort, wenn dort an uns lebendig ist, oder wir dort tachloten tun, dort ist, was wir ernten wollen. Dann wir können wir noch von dich dabei betrachten, wenn wir unsere Gedanken und schlechte Gedanken drehen lassen, dass ein Sprichwort sagt, es ist die von den Gedanken ist das morgendliche Leben, weil wir dort ernten. Oder was passiert, wenn wir aufgänstig sind? Das kann so weit kommen, dass wir gehen stehlen oder wir legen am Dinge. Oder all diese Dinge, was ist, was wir ernten wollen. Jesus sagt, das ist something, was an uns ist und das, was zurückkommen will, wie es dort ist an uns Fleisch spenden. Wenn der Jesus Gottes studieren wird, dann können wir das unter Kontrolle haben, dass dort nicht was rüberkommt. Wenn das auch an uns Fleisch ist, aber das was nicht rüberkommt, das was gebunden sind, oder das was fast sind, wir wollen dort mit dem Jesus Gottes haben wir die Kraft, dort zu überkommen. Wir wissen auch, was euer das Frieden einbringt. Wenn wir wollen ernten, was euer an einem Mensch tut, dann sagen wir dort, wir wollen bald nicht mehr viel Freunde haben, aber wir wollen sein, die Freunde gehen ein, wo euer Rückbürsten das, du hast das Freundschaft, das geht ein, das Freundschaft, das verschwindet. Das ist, was euer das. Nicht bloß dort, euer, das gibt uns ein schlechtes Gefühl. Wenn wir an euer something tun, sagt James und Jakobus, sagt das ist niemals, was für Gott reich ist. Was bringt viel Anhalt ran uns. Wir wissen auch, dass in Sprüche sagt, wer mit amoralische Dinge angeht, der wird arm werden. Und wenn wir gucken, dann, wo Fertig passiert das? Wenn amoralische Dinge passieren, du kannst Armut nennen. Aber wenn wir legen dann, und Menschen finden aus, dass wir legen dann, das Vertrauen geht weiter. Das ist ernten, was wir tun. Weil wir sagen, dass wir nun Jesus Gottes nur leben, dass wir auch nun Jesus Gottes nur ernten wollen können. Und das sagt, dann erst das eigene Leben, was wir ernten wollen. In Römer 8, Vers 12, da sagt es, Brüder, dann ist das nicht so. Schuldner sind wir. Yes, wir sind schuldig. Wir alle sind, haben Dinge getan in uns Fleisch und wir kommen kalt. Aber wir sind aber nicht am Fleisch, dass wir nur leben machen. Wir brauchen nicht nur leben, wenn das Fleisch das auch verlangen hat. Weißt du, erst eine Kraft an uns, der uns hilft, zu überkommen, nicht nur Fleisch nur zu leben. Vers 13 sagt es, wenn ihr so leben, als das Fleisch verlangt, muss ihr sterben, ernten. Ein anderer wird, dort wo wir ernten, sterben, tot. Aber wenn ihr durch den Jesus
dat zentel je aan je dood merken, waar je leven. Durch den Jes, den Gott uns gegeven heeft, dan waar we leven. En dat is wat we ernten willen. De brug ik waren niet vragen, was du uit je leven ernten. Dat is something wat we willen, wat we verder wat kijken doen. En dat is ook wat God zijn woord ons leren deed. 14 vers zegt het, die van God zijn Jes geleid worden, dat zijn God zijn kinderen. Dat zijn niet die nun Fleisch nur leven, die van Jes Gottes geleid worden. Dat wijst dat die van Fleisch geleid worden, dat die niet van Jes Gottes geleid worden. Zeggen we kunnen Fehler merken, zeggen we kunnen manchmal kort komen. Aber dat de Jes Gottes wordt ons te de Büsse leiden. Die wordt ons te hand leiden, dat we worden, dat tracht daar. En in Epheser 4, vers 23 zegt het, es steht, je zullen durch den Jes van grund op en soll en zijn nieuwe mensen worden. Waar dat de Jes door is. De Jes werkt dat in ons. 24. vers zegt het, die nu God zijn beeld en gerechtigheid en heiligheid geschaffen zijn, door nu leven kan. En dat is wat we ernten willen. Dat is wat ons nu verlangen is, dat dit in ons wat te zijn zijn. Dat wat gerechtigheid zijn en dat wat heiligheid geuit worden. We worden heilig leven. En andere we worden een rein leven. Zeggen, we zijn vele van ons zijn nog zeer jong en ons wordt veel dingen bijvallen te doen. Een leraar, een prediker, al vers 9 zegt het, Mensch, vrede te dienen jugendjaren. Laat die van harten schijn gaan. Bezij die dat leven en denk de God even nu, wonen waar die gonen was. Wonen waar die gonen was. Denk de God even nu. En hij zegt hier, laat die de jaren, de tijd schijnen, laat die dat leven schijnen. Maar dan de nächste Spruch zegt es dit, aber denk immer daran, doe nou als du leeft, wat God die hem gerecht behandelt. Ware ernten. Doe nou als we leven. Doe nou als we Entscheidungen merken, wat God ons in gerecht behandelt. Keiner van ons wil verdorven ernten. Keiner van ons wil dat we dat verdorven ernten worden. We willen leven. We zoveel voor ons dat zo gaan dat we beides willen. We willen nu vrouwenlastig in ons Fleisch leven. En dan, wanneer we eerst bij een ernten komen worden, dan worden we wel dat ernten wat nun Jes Gottes nu geleefd worden wir. Dat wordt ons verlangen zijn. Maar dat zegt ons klar, wanneer we nun Fleisch nu leven, dan worden we verdorven ernten. Wanneer we nun Jes Gottes nu leven, dan worden we uit het leven ernten. En zo doen we wel opmerkzaam zijn. Wanneer we ook jong in onze jugendjaren zijn, we hebben de beste dat hier en dat, mocht u kan een rechte Entscheidungen treffen. De 10e vers zegt es dit, laat die niet de moed verdorven en schonen dienen Charpa van Schuden. Een andere weer, we niet moedloos worden en zeggen, oh, nu kan ik dat niet. En aanmoedig zijn, dat ik dat niet kan, wenn het erg is. Maar we hebben veel liever dat deze weg non-checken, dat dit bewaart me voor veel schulden. Dit bewaart me van verdorven arten, door wij wil ik dat niet. Dat zegt wieder, wils in de jugendjaren, de tijd wanneer we non wassen, en de tijd wanneer we abwassen, dan zijn we zoveel gelegenheid. Dan zijn we zoveel schijngoen en dingen, wat ram aan zijn. Maar dan zegt het, en de tijd wanneer we non wassen, zijn er vele zaken die we niet verstaan kunnen. Er zijn veel dingen die kunnen we in de jugendjaren bloos nog niet verstaan, weil ons dat nog niet alle duidelijk is. Dan komt erop aan dat we als jonge Jugendliche würden sagen, wir weten beter als die Älteren. Ich will mich all weten, ich habe all das gelehrt, oder was immer. Sprüche 13, Vers 18 sagt es, wer sich nicht belehren lässt,
bringt sich in Schuld und Armut. Wer sich nicht will belehren lassen, wer sich nicht will aufruhen lassen, in den Tag lassen, sagt er, der bringt sich in Schuld und in Armut. Wer sich belehren lässt, wird geirrt worden. Der wird geirrt worden. 19. Vers sagt er, dort kriegen, was einer Jahren haben mag, jetzt sei er schein. Und nur wird sich dort bei sie Tochter lohnen. Er will dort bei sie tun. Und nur der will nicht ab hier. Aber wer sich belehren lässt, wird geirrt worden. Wir wollen doch ihr Leben ernten. Wer dort mit weise Menschen hält, wird weise. Aber wer mit Norn verkehrt, wird Schulden leiden. Der wird Schulden leiden. Wir alle gleichen nicht Schulden zu leiden. Wir gleichen nicht, dass uns das umgeht, dass uns das schlecht geht. Wir gleichen dort, wenn das Leben an uns lebendig ist. Römer 8, Vers 19 sagt, alles, was gemerkt das lötet Geduld, dass Gott seine Kinder für den Tag kommen, wo wir können handchecken, wo wir können sein, wo gelebt werden soll. Da sind viele Menschen, die sehen an sich. Und die kicken ran. Wo ist somebody, wem ich vertrauen kann? Wo ist wer, wem ich meine Schwierigkeiten mitteilen kann? Wenn ich bloß weiß, wo ein Christ wird, den ich mir anvertrauen kann. Wo kann ein Mensch das uitvinden, als er mir vertrauen kann? Der wird bloß kijken wat ik wat doen. Der wird bloß kijken wat meine Worte sind, doen wat hij Entscheidungen treffen, damit seine Dinge anvertrauen. 1. Korinther 15, Vers 33 sagt, lasst ihn nicht anschmieren. Schlechte Gesellschaft verdorft gute Angewohnheiten. Schlechte Gesellschaft verdorft gute Angewohnheiten. Und weil wir das proben zu prüfen, eine Geschichte, die ich gestern lesen habe, wie ein junger Jung, ein sehr ehrlicher Jung, sein Vater wie ein sehr respektvoller Mann gewesen, der wie bis gestorben, als das Jung noch jung war. Aber der Jung hat Liebe angenommen von seinem Vater. Und er war abrechtig. Das was sein Ziel war. Seine Mama hat am sehr danach gehalten, dass er abrechtig sein. Und das ist ein Geschäftsmann da, der kennt den Vater für einen abbrecher, treuer Mann, hat den immer gegleicht und er gleicht das junge Jung in sein Geschäft. Den will er daheim und er nimmt den an. Und das Jung fängt an zu schaffen und er kriegt mehr und mehr Abgaben und dann ein Tag dann sagt er, wir haben, dass er sollte eine Rechnung da sein, aus der Reiches und dass alle schaffen, Reiches den Eigentümer der Anhängen und dann ist er das immer geprüft hat, dann sagt er, das sind 2 Fehler. Und dann checkt er, was von der Wahrheit sind die, wem sind die zu Schulden gekommen? Na, das sind den Customer, den Käufer sind zu Schulden gekommen. Na, wenn der selbst nicht besser abpassen kann, dann wird bloß Tachloten, sagt er wird. Dort ist das kleine Jung, das junge Jung so amaglich, dass der Wirt wird sein, dass die Schuld bloß Tachloten. Aber wenn er es dort sagt, dann hat er es bloß ein Arbeiter gehört. Aber abends dort sei amaglich. Nun her, als der Mann kommt, die Schuld zu betonen, der Wirt, der redet nicht von. Der nimmt das Geld, 20 Mark oder was immer das sind, er nimmt den erst bloß still. Und das Junge ist das sehr amaglich. Laut einen Tag, dann checkt der Wirt an der Bank, um Geld zu wechseln. Und dann, als er das Geld in seine Hände kriegt, hält er das nur und dann hat die Bankarbeiter am 50 Mark zu viel gegeben, so er gibt das wird zu viel. Er wird abrechtig. So ist Treas, dann verteilt er dem Wirt, was der Fee fallen wird, und sagt er, Wirt haben, aber du bist ein Dummkopf. Dass du dort verstehen, die müssen selbst abpassen. Das geht das Jungen so schlecht, er weiß nicht, was er damit soll. Aber dann geht es wieder und stürzt wieder, dann kriegt er seinen Lohn betont.
dann hat der Wirt am 50 Mark te veel gegeben. En hij wil 3 geven, maar dan denkt hij aan damkap zijn. Ik ben echt zo'n dingen als dat. Hij houdt dat over dem bloß für sich. En dan is de tijd wieder gaat. Een dag later heeft de wirt am ware wat geld te veel gegeven. En dan is hem dat ook niet zo schwer plus te houden weet. Hij wordt en weer een damkap zijn, en hij dat wordt zijn. En zo gaat de tijd wieder en hij vangt immer meer geld aan, dus dat voor zich te nemen. En nu een paar jaar dan is hij al zo gewend met dat hij zich geld neemt dat op hem geschaft voor zich. En een dag wordt de wirt tot aan dat hij dat deed en dan wordt hij in gevangenis gestapt. So, goede ongewoonheden maken een slechte gezelschap, die kan die dat leven ganz verdorven. En ik wil wensen dat we kunnen opmerkzaam zijn, dat we oprechtig blijven, ook even wanneer ram ons dingen onoprechtig zijn. Deze jongen, die weer oprechtig geleerd worden, hij hoort het klaar, hij wil oprechtig zijn, aber deze slechte gezelschap heeft hem metgereden, dat hij bij hem gevangenis komt. En dat is wat ons jener, de teufel, verzeekt te doen. Hij verzeekt ons de goede ongewoonheden te zwakker te merken, dat we niet meer zo genauw zijn. Dat we niet meer zo genauw zijn aan kleinigheden. En mijn verlangen is dat we worden opmerkzaam zijn en antwoorden wat zin is, dat we door wegdrehen. Een andere zijde haben, we haben vielleicht een goede vriend, we gleichen des vriend, maar we weten dat hij leeft in zin. We zijn alleen geworden dat hij glücklich is met zin. En we willen ons zijn vriend niet auf te zijn, aan te vermoeden, dan komen we in grote gevaar dat we niet ook weer metgereden worden. Onze gedanken, die beschäftigen sich veel dort, wat onze temptations zijn, onze verzekeringen zijn. Wanneer dat is en we niet doorwegdrehen, dan kan ons te ons einde verdorven leiden. In de 34e vers in 1. Korinther 15 zegt het, komt toch eenmaal zur Besinnung en hiert op met zinnen, wils ik moet te jene schon sein, dat einige Gott noch nicht wirklich kann doen. So, an wat können wir dort prüfen? Das ist an unsere Worte. An unsere Worte. Sind wir glücklich? Red wie glücklich? In Galater 6, Vers 8, los existiert, werde sät sein Fleisch zu gefallen, Wort von dem Fleisch verdorben ernten. Wer aber sät den Jes zu gefallen, Wort vom Jes, dat wir leben ernten. Wat will wir ernten? Wat is ons Ziel? Jonah wordt naar Nineveh geschickt, weil dat Volk door dat leeft en Fleisch. Dat weer fleischlich, dat leeft nur eher Fleisch nur in geval. Gott schickt een de Haan, die entwarnen deed, dat zij worden verdorven ernten voor dat wat zij zeiden deden. En zij keerden om. Deze gelegenheid hebben we van jou nog. We können andrehen, wenn wir auf einmal sagen, dass wir nur ans Fleisch nur gesät haben. Und wir sagen, dass wir wollen verdorben ernten. Was wir sehen, wo wir ernten, das ist, was Gottes Wort uns lehren wird. Nein, der Fall, der los, wie es steht, weil wir nicht meid wollen, Gute zu tun, weil wenn wir nicht mutlos wollen, wo wir ernten, wann das ist Tito zu ist. Das sagt uns hier, dass wir wollen ernten, wenn die Tito ist, was sein. Wenn wir von denen auch nicht ernten, wenn wir sehen dürfen. Wir sind gesund hier in uns Leben und viele Gelegenheiten rum uns, wo wir sehen können, wo wir können Gott sein Wort strahlen, wo wir können halten, wo andere Menschen sich können angetroffen fühlen, wo die können sein, dass es jetzt Gottes in uns Leben wird und dort ist, wo Gott sich zufrieden wird. In 2. Timotheus 2, Vers 16 sagt es dit, geef die nicht auf mit ladje weltliche Reden, wo nichts dahinter ist, willst die bringen bloß mehr Gottlosigkeit mit sich.
Wir können prüfen, wo wir reden tun. Sind wir immer glücklich, wenn wir reden tun? Bemerkt wir uns wir in Reden, so dass wir abbühend sind. Wie es sagt, dass wenn wir ladje weltliche Reden haben, dort führt zu Gottlosigkeit. Und dort ist aber nicht, was wir ernten wollen, sondern soll wir dort beprüfen. In der 17. Vers sagt es, in solche Rede fragt sich aus in Kreef. Himenesen vielleicht das sind manche. So wie alle haben Menschen gesehen, die Kreef haben. Und was die dort? Das fragt an ab. Das fragt ihren Körper ab, dass er abgeben muss. Der Körper verschwindet. Und es sagt, so ein weltliches Gerät, es kriegt so an uns. Das ist, was Paulus uns hier versucht zu erklären. Wir haben Menschen gesehen, die vom Kreef verfreten sind, durch Leiche im Körper rausgefreten worden. Das ist, was Kreef tut. Hier sagt uns Gott sein Wort, dort weltliche Redensorten, es als ein Kreef, dort fragt uns geistliches Leben weich, wenn wir nicht abpassen wollen. Was wir uns aber aneiben sollen, als Kolosser 3, Vers 15 und 16 sagt, und laut Christus sein Fried an unsere Horten regieren. Gott hat uns dazu gewählt, seinen Fried zu haben, als Glieder an einen Körper, und seid dankbar. Dort ist, was wir kennen. Dort Christus sein Fried an uns Hort regieren wird, dort ist, wenn der Geist Gottes der Friede Zutritt in uns Leben hat. Und der 16. Vers sagt, laut Christus sein Wort wirklich an uns wohnt. Wenn dort an uns wohnen wird, dann wollen wir können unterscheiden zwischen uns fleischlichen Wellen und dort, wo der Geist Gottes an uns will. Wenn Gott sein Wort an uns regieren wird und wenn dort an uns wohnen wird. Und dann sagt es, wenn dort an uns wohnen wird, dann belehrt und halbt einer den anderen in alle Weisheit, singt in dankbarer Hort Psalmen und jährliche Lieder Gott zu ehren. Wort weil wir ernten. Wir wollen dort ernten, was wir sehen. Und mein Gebet ist, dass wir können sehen vom Jesus Gottes, weil der hat der Zutritt zu uns. Der will uns alle Wege durchhalten. Gott, als Herr Jesus hat ihr checken, dass wir sein Hortens verlangen, dass er wird uns halten kann. Dass er uns wird rütraden kann, aus uns fleischliches Leben. Das hat Gott getan. Dankeschön.